Wo ist der Schlüssel? Da hängt er. Master Switch on. Zündemagnete beide an. Kraftstoffpumpe an. Strobe an. Motor ist warm. Gas 5 mm und starten. Generator war nicht aus. Der Öldruck ist in Ordnung. Kraftstoffpumpe wieder aus. Avionik kommt an. Hallo liebe Freunde und Abonnenten, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze in der C42C und ich fliege heute tatsächlich zum ersten Mal einen reinen UL-Platz an. Und zwar fliegen wir nach Imsweiler. Imsweiler ist nicht weit von hier, das ist hinterm Donnersberg, ein kleiner UL-Platz. Dort dürfen zwar auch Segelflieger landen, aber die Piste ist nur 280 Meter lang. Also es ist schon eine kleine Herausforderung, aber mit der C42 machbar, dort zu landen und zu starten. Dort geht es dann auch mehr. Bin da mit einem vom Verein verabredet, der wird mir ein bisschen mehr zum Platz zeigen. Herausforderung für mich wird sein, den auch zu finden. Ja? Weil ich habe schon öfter gesehen auf anderen Kanälen auch, dass UL-Plätze, die in der ICAO-Karte eingezeichnet sind, nicht direkt an dem Punkt sind, wo sie sein sollten. Also manchmal ein paar hundert Meter weiter rechts oder links Ausschau halten. Die Piste in Imsweiler ist 0624 ausgerichtet. In Worms Piste 24 in Betrieb. Wir sind nicht weit, also wird auch dort Piste 24 in Betrieb sein. Die Platzrunde ist zurzeit nicht befliegbar wegen... ja, Sie haben es auf der Webseite geschrieben, Windenergieanlagen. Und im Übrigen ist der Platz sowieso PPR. Ja, also ich war mit E-Mail mit den Leuten in Kontakt und heute ist da der Flugleiter am Platz und es ist Betrieb. Dann melden wir uns mal hier am Türmchen an. Kommt Echo Delta Mike Zulu in die X-Ray. Delta Mike Zulu in die X-Ray, warum? Delta Mike Zulu in die X-Ray, eine Person nach Imsweiler, dem UL-Platz. Ja, in die X-Ray ist 24. Rolle zu 24 in der X-Ray. Heute haben wir auch ein schönes Wetter. Gafor sagt jetzt noch Oscar, aber gleich Charlie. Aber auch der lokale Wetterbericht sagt für heute Abend noch schönes Wetter voraus. Es ist leicht bewölkt. Delta Juliet Alpha. Morgen wird es dann regnen, aber heute lässt sich noch regnen und das nutze ich auch aus. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier die Box besser einstellen können. Gut, mal sehen, ob die jetzt besser anspricht. Ah, wir haben in Worms auch neue Haltelinien bekommen am Rollhalt. Gut, da sind wir auch, deswegen auch Rollhalt Checklist. Mal Rollhalt, die Parkbremse gesetzt, Gashebel 3.000 bis 4.000. Linker Magnet, Drehzahlabfall beide, rechter Magnet, Drehzahlabfall beide. Die Vergaservorwärmung, da ist hier nicht an der Drehzahl etwas zu erkennen. Danke nochmal, tschüss. So, Take-off Briefing, ich fliege 2.4 und dann direkt nach Imsweiler. Der Platz selber ist auf 951 Fuß. Dann mache ich mal 2000 Fuß quer drüber, dass ich den Platz auch eindeutig identifiziere. Und dann mache ich so einen kleinen Gegenanflug, Queranflug und Endanflug, ohne die Ortschaften zu überfliegen. Das ist ja auch immer ausdrücklich gewünscht in dem Anfluginformation. Gut. Benzinvorrat, der ist gut, habe ich auch getankt. Zylinderkopftemperatur, die ist auch im grünen Bereich. Öltemperatur ist auch in Ordnung. Öldruck ist in Ordnung, Strobe ist an, Kraftstoffpumpe wieder an, Zündomagnete sind beide an, Transponder auf ACS, Klappen auf Startstellung. Klappen werden mir nachher ganz viel helfen, wenn es darum geht, langsam anzufliegen und auch mit wenig Bahn zu starten. Gut, Trimmung ist neutral. Gut, Frequenz, die nächste wird Imsweiler sein und Imsweiler hat die 130.780. 130 780. Gut. Dann können wir los, sobald die Maschine vor mir gelandet ist.
India X-Ray, abflugbereit, Rollhalt 2-4, Roll auf den Start. Ja, India X-Ray, der Wind aus Süd mit 3 bis 4 Knoten. Delta Schuld Alpha weiter. Oh, Piste 2-4, Kompasscheck. Ja, 2-4 sind wir da, Okay, alles nochmal ordentlich erreicht, dann 2-4, es geht zurück nach Regensburg. geht's los. Ja, die Sichten sind nicht so hundertprozentig. So, wir steigen auf 3000 Fuß. Jetzt wird doch langsam frischer hier drin. So, 3000 Fuß ausleveln. Und vor uns direkt der Donnersberg. Das war gerade der Segelflugplatz Grünstadt, aber da ist heute gar kein Betrieb. Da fliegen wir mal um die Wolke drumherum. Ah, ist schön, um Wolken herumzufliegen. So, jetzt umfliegen wir den Donnersberg. Haben wir hier links. Mit einem Sendeturm oben drauf. Dann folge ich mal der Straße unter mir und lass mich so zum Platz führen. Das nennt man dann terrestrische Navigation. Ja genau, vor mir ist der Ort Rockenhausen. Da fliege ich rechts dran vorbei. Dann von Norden her über den Platz.
Dann gehe ich in einen gedachten Gegenanflug, in einen gedachten Queranflug, ohne die Ortschaften zu überfliegen. Und achte auch auf sonstige Hindernisse. Wie gesagt, Imsweiler hat eigentlich eine Nordplatzrunde in 2000 Fuß, aber sie schreiben auf ihrer Homepage, dass die wegen Windräderbau zurzeit nicht geflogen werden kann. Ja, dann müssen die sich wahrscheinlich was generell anders überlegen. Oder da stehen Kräne, die eigentlich größer sind als die Windräder später. Vielleicht sehen wir das ja auch. Ah, da ist noch einer hier links, Verkehr links, 3000 Fuß. So, das hier ist Rockenhausen. Jetzt müsste ich gleich parallel zum Platz fliegen. Jetzt haben wir die Herausforderung, Stellplätze zu finden, ne? Also ich habe mir das natürlich in Google Maps vorher mal angeguckt, wie die Situation ist. Mit den Satellitenbildern. Und da ist eine kleine Halle am Platz und ein Turm. Und ich habe ihn. Ja. Gut, da ist noch diese Art, da fliegen wir drum rum, dann quer über den Platz. Ja, die Windräder sind ja schon recht hoch, wenn man da an 2000 Fuß fliegen würde. Und mal gucken, ob ich den fotografiert bekomme. Imsweiler Info, Delta Mike Zulu in der X-Ray. Imsweiler hört. Ja, hallo, hier ist die Delta Mike Zulu in der X-Ray, eine C42 aus Worms. Ich bin gerade in 3000 Fuß direkt über eurem Platz und würde gerne bei euch landen. Dann zur 24 in der X-Ray. Die X-Ray, wo kommst du her? Aus Worms. Okay, alles klar. Wenn du auf der 24 landest, so kurzen Endteil ist so eine Stromleitung, die quer über den Anflug geht. Da hängt so ein roter Ball drin. Kannst du mal gucken, ja? Ja, ich achte in der X-Ray. So, gehen wir mal hier in den Queranflug. Machen wir Landvorbereitung, Pumpe an, Licht an, Gas reduziert, wir verlieren an Höhe, Platz immer noch in Sicht. So, Platz ist nämlich auf 950 Fuß. Den der X-Ray jetzt im Queranflug zur 24. Anflug fortsetzen. Machen wir mal langsam. Verlieren.
In der X-Ray Endanflug 24. Die Bahn ist frei. Ich denke mal, das ist das gemähte Teilstück, weil Reiter sehe ich keine. So, da sind Stromleitungen, aber da fliege ich drüber. Jetzt habe ich auch die Reiter im Blick. Der rote Ballon, genau. Das ist eine Stromleitung. Da bin ich noch. Ja, ja. Oh ja, die ist wirklich knapp im Anflug. Okay, und rausschwimmen lassen. Okay, das war ein bisschen schnell unten, aber ich hab's gepackt. Hey, 280 Meter Piste. Ja, ich bin jetzt hier auf dem UL-Flugplatz Imsweiler und ich muss sagen, es ist sehr idyllisch hier. Hinter mir die C42 und dahinter ist das Clubheim. Ja, ein alter Container, aber gemütlich. Ist auch ein kleiner Verein mit gerade mal 30 Mitgliedern, der den Platz hier betreibt. Ich bin auch heute erst der zweite Fremde, der hier gelandet ist. Hinter mir die Piste von 280 Metern. Habt ihr ja gerade auch im Anflug gesehen. Ja, ist schon ein bisschen eine Herausforderung, weil man muss steil anfliegen. Im steileren Anflugwinkel, weil eine Stromleitung kurz vom Platz quer rüber geht. Hat man an der roten Kugel gesehen. Und dann ist der Platz ansteigend. Super interessant. Man hat mir eben berichtet, das ist auch heute der letzte Betriebstag als UL-Platz. Weil über die Wintermonate wird die Piste verlängert auf bis zu 600 Meter. Und dann wird das hier ein Sonderlandeplatz mit Zulassung für Eco-Klasse. Ja, da freuen die sich schon drauf, dann wird ja auch vielleicht mehr Flugbetrieb sein. Ja, wir haben schon gesagt, viele trauen sich gar nicht, UL-Plätze anzufliegen, eben weil es kurze Pisten sind, weil die Bahnen nicht gerade eben sind, sage ich mal, auch hier ja ansteigt. Und man sieht ja da hinten, das geht direkt nach der Halbbahnmarkierung, geht schon über den Hügel. Und dann hier am Ende der Piste, auf der anderen Seite, da ist dann auch schon Schluss. Geht auch die Wiese hinunter. Ja, dann gibt es auch, wenn der Platz dann im Frühjahr nächstes Jahr fertig sein soll, wird der dann neu eröffnet. Mit der neuen Zulassung, auch für Eco-Klasse, mit einer neuen Platzzone im Süden. Da sind wir mal gespannt und ich werde das auch weiter beobachten und dann bestimmt nochmal hierher kommen. So, das war ein schöner Besuch hier auf dem UL-Flugplatz Imsweiler beim Donnersberg. Besondere Freude, das wusste ich gar nicht, bevor ich hierher geflogen bin. Der Flugplatz hat heute zum letzten Mal als UL-Platz geöffnet, weil ab nächster Woche rollen die Baumaschinen an und verlängern die Piste auf bis zu 600 Meter. In Richtung der 06, also die 06 wird verlängert auf 600 Meter und dann kommen auch diese Stromleitungen weg, die im Anflug auf die 24 zu sehen waren mit dieser roten Kugel. Die werden unterirdisch verlegt von den Pfalzwerken, das ist das Energieunternehmen hier. Und dann wird der Flugplatz, wenn alles klappt, nach Ostern als Sonderlandeplatz neu eröffnet und dann dürfen auch Eco-Klasse bis 2 Tonnen Maximum Take-off Weight hierher geflogen kommen. Nein, da komme ich dann auch mal wieder geflogen. Dann auch mit der Eco-Klasse. Gut, wir fliegen jetzt zurück nach Worms und machen nochmal eine kleine Schleife hier über den Platz und ich hoffe, dass ich noch ein paar Bilder machen kann. Dann rollen wir mal hier zur 06, wurde alles schon vereinbart. In die X-Ray, ich rolle zur 06. Imsweiler, verstanden.
Klappe auf Position 1, Pumpe an, Licht an. So, Piste 06. Mode ACS. So, Fahrtmeter kommt, Drehzahl steht. 80 km/h abheben. Startzeit 4,3. 4,3 in der X-Ray. Ich mache noch eine Runde beim Platz. So, da gehen wir mal auf 2000 Fuß. Der Platz wurde übrigens am 2. Juli 2005 überhaupt eröffnet. Das sieht man auch an einer Gravur in der Bodenhalle. Der Verein, dessen Seite ich auch mal unten in der Beschreibung verlinke, der hat ein eigenes UL-Flugzeug, eine TL232 Plus Condor, eben ein paar privaten Maschinen, die in der Halle stehen, und darauf machen sie auch Ausbildung. Also man kann hier am Platz schon mal die UL-Ausbildung machen. Wer weiß, nächstes Jahr mit der Hochstufung zum Sonderlandeplatz geht es vielleicht auch weiter mit Eco-Klasse und Lappe, PPLA, wer weiß. Ich denke, der Verein wird sich jetzt entwickeln, weil erstmal die Hochstufung Sonderlandeplatz ist der erste Schritt. Aber die haben ja auch gesagt, die kämpfen schon seit 10 Jahren darum, den Platz verlängern zu dürfen und damit auch für größere Flugzeuge zulassen zu können. Die haben übrigens das genehmigt bekommen als Gegenleistung dafür, dass in ihrer Platzrunde Windräder erstellt wurden. Jetzt weiß ich auch warum. Die Nordplatzrunde nicht mehr fliegbar ist, da wurden Windräder errichtet und die sind direkt in der Platzrunde. Deswegen der neue Sonderlandeplatz wird dann auch eine Südplatzrunde bekommen. Aber da gibt es dann wahrscheinlich ein eigenes Anflugblatt. Sind wir mal gespannt. So, die grillen jetzt noch schön. So, tschüss, bis zum nächsten Mal oder nächstes Jahr in der X-Ray. Vielen Dank für deinen Besuch. Bis zum nächsten Mal.